Ach, guck mal. Kokain überschwemmt Deutschland und der Hamburger Hafen ist das Einfallstor. Sie kämpfen dagegen an. Ein Kampf zwischen Kartellen und Ermittlern, bei dem es um Milliarden geht. Du verdienst dich damit dumm und dämlich. Und den Preis, den manche dafür zahlen. Und dann wird dann auch mal das Bild gezeigt von der Ehefrau mit dem Kind auf dem Spielplatz. Ich tauche für einige Monate ein ins Business mit Koks. Verstehe, wie einfach man drankommt. Koks in unter 30 Minuten vor die Haustür. Schneller als eine Pizza. Aber auch, wie gefährlich es ist, wenn man zu tief fühlt. Nach einem Vertragsband ist sehr wohl in Deutschland in der Lage, jemanden verschwinden zu lassen. Na, jetzt geht's los hier. Suchen wir Koks. Donnerstagabend, Hamburg-St. Pauli. Hier wohne ich seit letztem Jahr und was ich seit meinem Umzug schnell gemerkt habe, Hamburg hat ein Laster und das heißt Koks. Wie leicht man hier an Koks kommt, das möchte ich jetzt mal selber testen. Dafür bin ich hier irgendwo mit einem Typen verabredet, den habe ich über ein paar Ecken kennengelernt. Der ist ca. Mitte 30 und Koks ganz gerne mal. Heute will er Nachschub kaufen und ich darf dabei sein. Ja, wir haben geschrieben. Kannst du mir vielleicht mal zeigen, wie das geht? Super easy auf jeden Fall. Viel einfacher, als man sich immer vorstellt. Weil man einfach in die App geht, Telegram, da gibt es viele Gruppen. Ich war vorhin mal drin, 4-5 Stunden, 2.500 neue Nachrichten. Ach krass. Für halt Hamburg und Umgebung. Die sagen dir, was sie haben, was das kostet und wie schnell. Hier 10 bis 30 Minuten. Hier, Schneemann nennt sich der eine. 0,7 Gramm, 50 Euro. 91% Reinheit, aber das stimmt meistens eh nicht. Und wie viel Gramm ist ein Rausch? Einmal ziehen? Also aus so einer Kapsel kriegst du bestimmt 20 Lines. Die Dealer wollen, dass man sie über einen geheimen, extra verschlüsselten Chat in Telegram anschreibt. Dann geht's los. Ich bräuchte etwas Schnee. Der Dealer will noch ein Selfie mit einem Handzeichen. Angst vor der Zivilpolizei. Dann fährt er los. Wir warten und ich gehe davon aus, dass wir in ein Auto einsteigen werden. Doch plötzlich geht alles ganz schnell. Ein Mann spricht uns von der Seite an. Alter, ey, war das wild. Der Typ meinte zu mir irgendwie, meistens schreiben die noch mal 5 Minuten vorher, dass sie irgendwie jetzt gleich da sind. Und dann steigt man ins Auto ein und plötzlich steht da dieser Typ komplett in schwarz gekleidet und ich fummel noch mit meiner versteckten Kamera rum. Alter Falter. Ich meine, das Auto war schon ein bisschen auffällig, ne? Ja, genauso wie man es erwartet. BMW. Eine Kapsel Koks für 50 Euro. Darf ich dich eine Sache fragen, weil ich habe wirklich noch nie gekokst. Wie fühlt sich das an? Also man spürt es super schnell, mit schnellen Herzschlag und dann so einen Energiepush. Ja, dann irgendwie super kontaktfreudig. Man fühlt sich selbstbewusst. Danach denkst du, dir gehört die Welt, du kannst alles. Aber man kreist dann auch in seiner Welt. Und auch wenn man viel Kontakt sucht zu anderen, ist man ja doch eher in so einem Monolog. Und 2 Tage danach ist schon tief. All deine Glückshormone sind verbraucht. Ein paar Tage später geht es dann wieder und dann ist wieder Wochenende. Kann man schon vielleicht als Flucht bezeichnen. Hey, vielen Dank. Und diese Flucht, dieses Gefühl suchen immer mehr Menschen. Kokain boomt. In Bolivien, Peru und Kolumbien haben sich seit 2013 Anbauflächen und Produktionsmenge mehr als verdreifacht. Es zeigt sich aber auch an den explosionsartig gestiegenen Sicherstellungen von Kokain in der ganzen EU. In Deutschland laut BKA von 1 Tonne 2013 auf 43 Tonnen im Jahr 2023. Jetzt könnte man natürlich sagen, wo mehr nach Koks gesucht wird, da findet man auch mehr. Aber es gibt eine ganz smarte Methode, wie man wirklich gucken kann, wie viel wirklich gekokst wird. Und das geht über Kokainrückstände im Abwasser. Da sieht man nämlich, gerechnet auf 1000 Einwohner, dass die Koks-Hauptstadt in Deutschland Dortmund ist, gefolgt von Berlin, Hamburg, Frankfurt, Hannover, München, Saarbrücken, Magdeburg und Stuttgart. Und der Hamburger Hafen ist das Einfallstor. Dort fahre ich jetzt zum ersten Mal hin. Neben Antwerpen und Rotterdam hat sich der Hamburger Hafen zum beliebtesten Ziel für den Kokainschmuggel nach Deutschland entwickelt. Damit sich das ändert, wurde in Hamburg in diesem Jahr ein sogenanntes Hafensicherheitszentrum aufgebaut. Mit dessen polizeilichen Leiter bin ich jetzt verabredet. Hi. Oliver Erdmanns Job ist schon seit 14 Jahren der Kampf gegen den Rauschgifthandel. Früher arbeitete dort jede Behörde für sich. Im Hafensicherheitszentrum dagegen kooperieren und koordinieren verschiedene Player ihre Ermittlungen. Polizei, Zoll, Bundeskriminalamt, Hafenbehörde und Staatsanwaltschaft.
Jeden Tag starten sie mit einer Lagekonferenz. Ich wäre gern dabei gewesen, doch die ist top secret. Es gibt dann so zum Beispiel die Risikoschiffe, die hier ankommen. Das sind Schiffe, die aus Südamerika hier nach Hamburg einlaufen. Die guckt man sich an. Man guckt, welche Hinweise haben wir bekommen aus dem Ausland von befreundeten Dienststellen. Man weiß dann auch, welche Schiffe in den nächsten Tagen ankommen. Man weiß auch, wo die herkommen. Man weiß auch, was die dann geladen haben, was da für relevante Container auch drauf sind. Was mir Erdmann in diesem Moment wohl weder zeigen noch sagen will, dass sie da aktuell ein ganz spezielles Schiff auf dem Radar haben. Ein Containerschiff aus Ecuador. Dazu kommen wir aber erst später in diesem Film. Erstmal geht es für mich mit Oliver Erdmann zum Hafen. Dahin, wo das Kokain ankommt. Rechts jetzt wird es langsam so ein bisschen spannender, weil hier, wo die LKWs vorne fahren, dort kommen die ganzen Kühlcontainer mit Bananen an. Und Bananen sind ja ein Massenprodukt. Und wir beschäftigen uns viel mit der Reise der Banane nach Europa letztendlich. Ein Kühlcontainer, wo zum Beispiel Bananen drin sind, bietet eine Vielzahl an Versteckmöglichkeiten. Dann sind wir am Ziel. Das ist hier links von uns das Eurogate, rechts ist Burchard-Kai. Wie Sie ja sehen, kommen hier die ganzen großen Überseeschiffe an, mit Tausenden von Containern drauf. Und wenn das dann Container aus dem Fahrgebiet Südamerika sind, dann sind das für uns sogenannte Risikoschiffe. Und dann geraten die natürlich dann beim Zoll insbesondere in den Fokus. Okay, das heißt, die Kartelle haben es dann geschafft, Kokain bis zum Beispiel hier hinzubringen, in so einen Container. Wie kriegen die das dann da raus? Ganz unterschiedlich. Ne? Das hängt immer von der Schmuggelvariante ab. Eine Schmuggelvariante ist, dass sie den Boden eines Kühlcontainers auftrennen in Südamerika, hochklappen, das ganze Dämmmaterial rausholen, die Kokainpakete reinpacken, alles wieder schick zumachen und dann die 1000 Bananenkartons reinschieben. In so einem Fall braucht man eine ganze Reihe eingeweihter Hafenarbeiter. Bei einer einzelnen Sporttasche dagegen teilweise aber auch nur eine Person. Erdmann spricht aktuell von einer nie dagewesenen Kokainschwemme. Ich will wissen, warum. Der europäische Markt ist zurzeit der lukrativste Markt so weltweit. Und das darf man ja auch nicht vergessen für Kokain so. Und das darf man ja auch nicht vergessen. Ich sag mal, dieser massive Kokainzuflussdruck aus Südamerika, der befriedigt ja nur das Konsumentenverhalten hier in Europa. Also wir haben ja dann das ist Angebot und Nachfrage, dieses Wirtschaftsprinzip. Und wir dürfen auch nicht immer nur mit dem Finger nach Südamerika zeigen, sondern wir müssen uns auch an die eigene Nase fassen, im wahrsten Sinne des Wortes in diesem Fall. Ja. Weil das würden die ja nicht produzieren in Südamerika, ja, wenn wir in Europa das nicht haben wollten. Und noch ein Satz von Oliver Erdmann bleibt mir im Kopf. Kokain sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstandes. Diesen Widerstand zu erhöhen, daran arbeitet am Hamburger Hafen vor allem der Zoll. Und bei dem darf ich heute mit. Also. Hallo. Moin. Frederik Steig. Schön, dich zu sehen. Das ist Philipp, Kameramann. Ja, willkommen in unseren heiligen Hallen. Kommt mal mit, meine Kollegen warten schon mal. Ja. Tom begrüßt uns an der Tür. Als nächstes werden wir dem Team vorgestellt und lernen da auch Timo kennen. Die beiden dürfen wir heute begleiten. Bevor es losgeht, müssen sie aber noch in den Ausrüstungskeller. Okay. Pfefferspray, Dienstwaffe, Ersatzmagazin. Und auch wir werden eingekleidet. Ja, stylisch aus. Damit kann man in Berlin raven gehen. Alles klar, dann können wir jetzt starten, Frederik. So. Ja, wie viele Leute sind jetzt Teil des Teams? Für diese heutige Schiffskontrolle sind jetzt 8 Leute eingeteilt. Fühlt euch wie zu Hause. Hansa von Hansa 26001. Guten Morgen, Hansa der 2628 mit 6 Anton auf Empfang. Aber wie ist das für euch? Man hört ja jetzt schon auch gerade so aus Rotterdam und Antwerpen immer, dass da jetzt so ein anderer Wind weht in Sachen so Kriminalität. Habt ihr das Gefühl, ist euer Job auch gefährlicher geworden? Also, was man so aus Antwerpen und Rotterdam hört, dass teilweise da nicht vor zurückgeschreckt wird, die Kollegen, ob nun Polizei oder Zoll, zu bestechen oder auch zu bedrohen, Leute, Journalisten töten zu lassen, dann macht man sich hier natürlich auch schon seine Gedanken. Was war so bisher der größte Fund, bei dem du so mit dabei warst? Was für Mengen sind das? Ich persönlich war bei dem Fund vor ein paar Jahren dabei. Das waren 4,7 Tonnen, auch hier an diesem Terminal in einem Container mit Sojabohnen. 1 Minute bis Ankunft. Hansa der 2628 verlässt zur Kontrolle am Kai. Im Zuge einer Risikoanalyse wurde eine Roll-on-Roll-off-Fähre zur Kontrolle ausgesucht. Sozusagen ein Hybridschiff, halb Fahrzeuge, halb Container. Das Team macht sich bereit. Alles klar, dann nochmal Aufnahme Akkuschrauber vom 28er. Der ist auch noch offen. Good morning. German Customs for incoming clearance and inspection.
Alright, go ahead. Fenster gemietet, hast du einen Aufprall? Rede nicht nochmal. Bevor wir die Beute aufteilen, müssen wir uns aufteilen, weil wir sonst auffallen. Bei der Kontrolle gibt es wenig Grenzen. Will das Team einen Bereich sehen, muss die Crew dies ermöglichen. Als erstes checken Tom und Timo, was die Crew als Ladung angegeben hat. Zum Beispiel Zigaretten. Danach startet die Suche nach Kokain. Und potenzielle Verstecke gibt's viele. Wartungsklappen, Schubladen, Zwischenräume. So, Timo, komm mal mit deinem Spiegel bitte. Man kann da theoretisch überall was verstecken und durchgucken. Und hiermit haben wir halt wenigstens so eine Übersicht. So, jetzt gehen wir aufs Wetterdeck, würde ich sagen. Ich brech die Kreide. Das Team hatte vor Betreten des Schiffs schon einige Container identifiziert. Die sollen jetzt geprüft werden. Luftlinie eigentlich keine 100 Meter. Für uns heißt das aber einmal quer durchs gesamte Schiffslabyrinth. Ein Labyrinth voller potenzieller Verstecke. Wenn ihr auf so richtig große Schiffe kommt, wie viele Container gibt es da? So? Ich glaube, die größten haben momentan knappe 25.000 Standard-Toys. Und wie viele könnt ihr so maximal durchgucken? Das kommt immer ganz drauf an, wie die erreichbar sind. Wir machen ja, wie gesagt, auch die Risikoanalyse und das kann ich nicht in Zahlen jetzt so ausdrücken. Mein Gefühl, er könnte wahrscheinlich schon, will aber nicht so richtig. Denn ob jetzt 10 oder 50 von 25.000 Containern, mehr als eine Stichprobe ist das nicht. Zumindest identifiziert eine Risikoanalyse die Container, die am spannendsten sind. Und vor so einem stehen wir jetzt. Was ist das jetzt da für ein Hohlraum? Das hier sind jetzt die Wartungsklappen von so einem Kühlcontainer. Ja. Davon hat so ein Container üblicherweise 2 hinten an der Rückseite des Containers. Und da wäre jetzt Platz für 20 bis 40 Kilo Kokain. Und das ist tatsächlich auch was, das kommt ab und zu mal vor. Also Okay. das ist eine Kontrolle, die lohnt sich. Und wenn wir jetzt was Interessantes feststellen, aber zum Beispiel nicht richtig gut rankommen, dann könnte man den Container auch durch die Röntgenanlage noch schicken. Und die ist hier ganz in der Nähe. Kann man sich vorstellen wie die Gepäckscanner am Flughafen, nur in gigantisch groß. Ein erster Blick ins Innere der Container geht aber auch hier schon. Naja, wir schieben ein kleines Röhrchen zwischen die Lippen der Containertür. Dafür hat das Team ein Videoendoskop dabei. Das Innere dürfen wir aus rechtlichen Gründen leider nicht zeigen. Ja, das sieht aus wie Kartons auf Paletten. Ja. Und mein Interesse, was sich zwischen der Containertür, das ist hier, Ja. und dem Beginn der Ware befindet. Doch der Container ist unauffällig. Alles klar, kannst rausziehen. Die Kontrolle neigt sich dem Ende zu. Nur noch ein letztes Deck mit offenem Zugang zum Wasser soll überprüft werden. Könnten ein paar Pakete dazwischen sein. Es kann aber auch sein, dass hier für Drop-Off was vorbereitet wurde und dass der ganze Raum mit Taschen voll liegt. Drop-Off bedeutet, dass Taschen vorbereitet werden, oft mit Peilsendern versehen oder Schwimmkörpern, die dann in der Nähe des Hafens irgendwo über Bord geworfen werden und dann zum Beispiel durch Sportboote wieder eingesammelt werden. Und auch hier steigen die Zahlen. Allein in der letzten Zeit kam es zu zufälligen Kokainfunden durch Strandspaziergänger in Heiligenhafen, Westerhever und Borkum. Third officer, can you come? What is behind the hatch? We are going to open it. Dem Team fällt zum Schluss noch ein großer Hohlraum auf. Bis auf eine verschraubte Klappe scheint er keinen Zugang von außen zu haben. Der Hohlraum wird auf giftige Gase untersucht. Dann geht Timo rein. Warte mal, vorwärts. Also was wir hier jetzt sehen, ist eine kleine Ventilationseinheit. Ein etwas größerer Raum dazu. Kleiner Lüftungsschacht nach oben. Also hier der Ventilator. Kleiner Schacht nach oben und auch wieder hier genau viel Platz. Also wenn man hier die Taschen reinschmeißen würde, würde man hier echt viel reinbekommen. Also ich glaube, das Schiff könnte bestimmt eine Woche hier liegen und man könnte jeden Tag weiter kontrollieren und wäre am Ende immer noch nicht durch. Die Versteckmöglichkeiten sind unendlich und auch die Kartelle werden da einfach immer kreativer und wir versuchen da einfach so gut es geht dran zu bleiben. Doch es gibt Grenzen. Denn auch klar, der Hamburger Hafen ist wirtschaftlich extrem wichtig. Hier jeden Container zu durchsuchen, würde bedeuten, dass Lieferketten ins Stocken kommen und Reedereien andere Häfen ansteuern. Hallo! Frederik Fleig. Nach unserem Besuch auf dem Schiff treffe ich Jutta Fastert-Hillegeist vom Hauptzollamt Hamburg. Ich will von ihr wissen, was ihrer Meinung nach zu den immer größeren Kokainfunden hier am Hamburger Hafen führt. Natürlich, weil wir gut kontrollieren, Ja, ja. das selbstverständlich, aber der Kokaineinfuhrschmuggel nimmt einfach nicht ab. Und die übrigen Häfen, auch in Rotterdam und Antwerpen natürlich insbesondere, stärken auch ihre Sicherheitsvorkehrungen, sodass wir auch hier in Hamburg aufpassen müssen, dass nicht so ein gewisser Wasserbetteffekt, wie es sich nennt, also eine Verdrängung stattfindet, dass eben
das gesamte Kokain über Hamburg eingeführt wird. Was sind das für Systeme und Menschen, mit denen Sie da zu tun haben? Hochgefährlich, also ganz ohne Frage. Und wir wünschen uns, glaube ich, alle nicht die Zustände, die es gerade in Antwerpen auch gibt. Bombenanschläge oder auch Überfälle oder Schießereien. Das darf in Hamburg auf gar keinen Fall passieren. Bevor es für mich auch schon weitergeht, ist ihr ein Punkt noch besonders wichtig. Ich glaube, darüber machen sich die Konsumenten vielleicht gar keine Gedanken, dass da am Ende des Tages Menschenleben dranhängen. Und zwar nicht nur in Südamerika, sondern auch in Europa. Auch nach dem Abladen der Container geht die Suche weiter. Hier übernimmt die Kontrolleinheit Land. Hallo. Wir werden jetzt die Container, die jetzt vom Schiff gekommen sind, kontrollieren mit Hilfe der Absauganlage für unseren Rauschgiftspüren. Das Sky, die ist gerade aufgewacht. Mag Sky Menschen? Ja. Hallo Sky. Die sieht so süß aus. Die jagt Kriminelle. Das ist ihre tägliche Aufgabe. Braucht die auch ein Mikro? Nee, sagt nicht viel. Einmal der Koffer mit dem Zubehör. Der Kühlcontainer kommt aus Südamerika. Laut ihrer Papiere hat er Bananen geladen. Hier haben wir jetzt unsere Schläuche. Wir haben hier so eine Einschlaghülsen. Da müssen wir mal gucken, wo wir am Container reinkommen. Der Hund kann über die abgesaugte Luft kleinste Partikel Rauschgift erkennen, ohne dass der Container betreten werden muss. Die Technik ist in Hamburg noch relativ neu und spart extrem viel Zeit. Deutlich mehr Container kontrollieren. Ah, okay. Wie viele Container kann man mit der Methode in so einer Stunde kontrollieren? Kann man das sagen? 30 Stück schafft man schon. 30? Jetzt sie an. Ja. Ich finde auch den Namen geil. Schnüffelkoffer. Ja, eigentlich Absauganlage, aber wir haben Schnüffelkoffer immer genannt. Na, jetzt geht's los hier. Suchen wir Koks. Oh Gott. Komm. Oh ja, wo ist denn der? Wo ist der denn? Ja, oh. Ja. Komm her. Sitz. Gucken. Guck. So. Und zurück. So, komm her. Ja, jetzt hat sie nichts angezeigt. Hätte sie das jetzt so schnell schon gemerkt, dann muss da nicht eine Minute die Nase reinhalten? Nee. Kein Koks in diesen 3 Containern. Sky soll aber auch Erfolgserlebnisse haben, in ihrem Fall kontaminierte Kokainwattepads. Jetzt kommt Skys großer Auftritt. Komm. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ich auch. So. Oh. Supi. Ja, und da sieht man jetzt, da kriegt man den Hund dann auch nicht mehr weggezogen. Ja. Und sie will dann da wirklich... So, zeig noch mal, wo ist es? Da ist es. Kriegt man sie nicht weg? Sky, hol's dir. Da ist es drin. Super. In diesem Jahr hatte Sky mit der Technik schon einen 45-Kilo-Fund. Kokain eingearbeitet in ausgehöhlte Pakete mit Kopierpapier. Zum Ende der Kontrolle zeigen die beiden mir auch noch mal das Innere des Containers. Ach, guck mal, sogar ohne. Ah, Bananen. Also in dem Fall aus Ecuador, Produkt aus Kolumbien. Bananen aus Kolumbien, Transitland Ecuador. Exakt diese Kombination wird später noch einmal wichtig werden. Ich verstehe inzwischen, wie es Kokain aus Südamerika bis zum Hamburger Hafen schafft. Was ich noch nicht ganz verstehe, wie es dort am Ende auch rauskommt. Eine ganz entscheidende Rolle spielen dabei geschmierte Hafenarbeiter. Über die spreche ich auch mit Oliver Erdmann. Zehntausende Menschen arbeiten am Hamburger Hafen. Lagerarbeiter, Techniker, Fahrer. Für die Kartelle Zehntausende potenzielle Helfer. Ich will von Erdmann wissen, wie sie dazu werden. Eins will die organisierte Kriminalität hier im Hafen nicht, sie will keine Aufmerksamkeit. Das ist eigentlich das A und O. Und bei der Ansprache, wie die dann auch angeheuert werden, läuft es dann tatsächlich entweder über Arbeitskollegen, das kann auf dem Fußballplatz laufen, das kann über Social Media laufen, das kann irgendwo in der Freizeit laufen. Ein alter Schulfreund meldet sich mal wieder. Also die gucken dann schon, wer könnte hier so geneigt sein mitzumachen, wer hat vielleicht Schulden, wer hat sich gerade getrennt, wer muss sein Haus abbezahlen. Das kennen die alles. Die ersten Ansprachen laufen maximal unauffällig und vorsichtig. Und ohne Druck. Die Kartelle lassen das Geld sprechen. 10.000 Euro für eine geliehene Chipkarte, 50.000 Euro für einen Container von A nach B. Vermeintliches Unwissen schützt aber nicht.
Wir haben auch schon Verurteilungen gehabt von über 12 Jahren, dieser Hafeninnentäter. Und ich sage ganz ehrlich, wenn mir einer 10.000 € dafür bietet, dass ich eine Containernummer abfotografiere und weiterschicke, dann muss ich mich fragen, da kann was nicht stimmen. Und die Summen verändern sich. Beim zweiten Gefallen gibt es vielleicht nur noch die Hälfte, beim dritten vielleicht auch gar nichts mehr. Doch dann steckt man drin. Und wenn man dann irgendwann aussteigen will, weil es einem zu heiß wird oder weil man sagt, Mensch, die Konsequenz überlegt, dann wird natürlich gesagt, pass mal auf, so leicht ist Aussteigen hier bei uns nicht. Und dann kommt die Einschüchterung und die Drohung mit Gewalt. Wir wissen, wo du wohnst, wir wissen, wo dein Kind zur Schule geht, wir wissen das alles. Dann werden auch mal Bilder übersandt, wo dann die Frau mit dem Kind auf dem Spielplatz ist oder auf dem Weg zur Schule ist, dass er dann auch weiß, das ist nicht nur ich, der hier gefährdet ist, sondern auch meine Familie, meine Kollegen sind mit in Gefahr. Allein rauskommen sei nahezu unmöglich. Erdmann und seine Leute könnten zumindest helfen, dass man den Exit überlebt. Die Kartelle sind zu allem fähig. Ne? Es gibt sehr, sehr viel Geld zu verdienen in dem Geschäft, das muss man einfach wissen. Diese Tonnen von Kokain, das sind Millionenwerte. Und dann verteidigen sie natürlich auch ihr Geschäft. Und man muss da tatsächlich mit allem rechnen. Eine Message ist ihm am Ende wichtig. Als Hafenarbeiter möglichst wenig von der Arbeit auf Social Media, bei Erstkontakt ein klares Nein und verdächtige Kontaktaufnahmen anonym auf ihrem Online-Portal Inok melden. Ich wollte für diese Recherche mit genau solchen Menschen sprechen. Dafür bin ich über Wochen mehrmals zum Hamburger Hafen gefahren, vor allem zu Imbissen, in denen Hafenarbeiter verkehren. Deftiges Essen, schlechter Kaffee und viele Gespräche. Ich werde zu Parkplätzen geschickt, stehe dort, wo Arbeiter beim Schichtwechsel langlaufen und spreche einige von ihnen an. Vom Kokainhandel wissen viele, mit mir sprechen will niemand. Stattdessen stoße ich auf einen Kontakt, den ich für deutlich unwahrscheinlicher gehalten hatte. Ich hatte über mehrere Ecken versucht, Menschen aus dem Dunstkreis der Kartelle zu kontaktieren. Und ich bin jetzt mit einem Typen seit ein paar Tagen in Kontakt und der hat direkten Kontakt zu Großabnehmern von Kokain am Hamburger Hafen, also zu den wirklich Großen. Und ich habe über ihn fragen lassen, ob es vielleicht eine Option gibt, dass die mit mir ein Interview machen, mit mir sprechen. Spoiler, auf gar keinen Fall machen die das, aber er war zumindest bereit, anonym mir ein paar Fragen zu beantworten. Sehr gutes Kokain läuft durch 4 Kontakte. Je mehr Kontakte es in der Hand haben, desto mehr ist es natürlich gestreckt. Wenn du zum Beispiel ein Koks-Taxi dir bestellst, dann hast du natürlich meistens 7 oder 8 Kontakte dazwischen und die schlechteste Ware. Jeder im Hamburger Kokainhandel, der wirklich was zu sagen hat, wäre niemals bereit dazu, mit irgendwem zu sprechen. Die sind alle komplett anonym. Und man darf nicht vergessen, dass die alle bereit dazu sind, auch Schritte einzuleiten, dass man nichts sieht. Also man ist sehr wohl in Deutschland in der Lage, jemanden verschwinden zu lassen. Ich gebe dir auf jeden Fall einen Rat, such keinen Kontakt zu denen und sie wollen können sie. Und wenn sie müssen, werden sie. Krass. Ich bin an der Stelle raus. Noch näher an die Kartelle ran, das ist mir zu riskant. Spannend aber, Kokain geht scheinbar oft durch bis zu 7 bis 8 Hände. Ich versuche es also etwas weiter hinten in der Kette, sozusagen beim Endkundenverkauf. Okay. Und mit so einem Dealer in Hamburg bin ich jetzt verabredet. Ich hoffe es zumindest. Wir haben irgendwie schon 8 oder 9 Mal telefoniert. Ich habe ihn schon mal 3 Stunden auf dem Getränk getroffen. Er vertraut mir inzwischen und trotzdem hat er eine Riesenangst vor diesem Treffen, vor diesem Gespräch. Aber er kommt. Na? Er möchte Mücke genannt werden. Hey, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Und vertraut mir, dass er in diesem Video nicht zu identifizieren sein wird. Mücke ist 21, dealt aber schon sein halbes Leben. Ich habe seit meinem 13. Lebensjahr was mit Koks zu tun und ich habe mit Ecstasy und Speed angefangen, weil es halt einfach dann am billigsten war. Ich habe es für 10 Cent eingekauft und für 10 € weiterverkauft. Eine Pille? Eine Pille. Die Marge war gut, aber bei Koks war für ihn und seine Partner noch viel mehr drin. Und sag mal, das heißt, was für Mengen Kokain hast du am Anfang gekauft und was für Mengen kauft ihr dann 20, heute? 30, 40, 50 Gramm höchstens. Jetzt mittlerweile 4, 5 Kilo teilweise, ja. 4, 5 Kilo? Wenn nicht sogar mehr, ja. Was kostet ein Kilo? Kommt immer auf die Quelle drauf an, von wo man das holt. Das geht von 20 bis 50.000 das Kilo. Je reiner, desto teurer und je näher am Hafen, desto besser die Qualität. Natürlich haben wir auch unsere Kontakte am Hafen, wo ich aber ehrlicherweise sagen muss, das machen auch noch mal andere Leute. Du musst wirklich schon ein ganz großer Macher sein, damit du als erstes die frische Ware bekommst, ne? Mücke erklärt mir, dass das Kokain vom Hafen erstmal zu Großhändlern geht und von denen dann zu regionalen und lokalen Verteilern in ganz Deutschland.
Und da kommen dann Leute wie er ins Spiel. Ich will von ihm wissen, was für Menschen bei ihnen einkaufen. Es gibt Polizisten, die kommen zu ein, es gibt Feuerwehrmänner, die kommen zu ein. Also da ist von Soldat bis Schuhputzer alles dabei. Also man glaubt gar nicht, wie viele Leute Koks konsumieren. Apropos Polizisten, die hatte er auch schon bei sich in der Wohnung. Das Koks war woanders deponiert, er musste aber trotzdem in U-Haft. Aber sag mal, du bist ja ein junger Typ so und hat dir das nicht schon einen krassen Schreck gemacht und so, dass man dann denkt, Alter, das war jetzt nochmal so ein Schuss von Bug und jetzt höre ich damit auf, weil ich möchte nicht 20 Jahre in den Knast, oder? Aber natürlich, die 2 Wochen, die ich drin war, hat man schon zu denken gehabt. Aber ich würde sagen... Warum machst du es weiter? Es ist das Geld. Es ist tatsächlich das leicht verdiente, schnelle Geld. Du verdienst dich damit dumm und dämlich. 3.000 bis 5.000 Euro Cash im Monat. In Teilzeit. Denn Mücke hat auch noch einen normalen Job. Schon krass. Auch wenn ich diese Zahlen nicht überprüfen kann. Es wird dunkel und unser Interview ist fertig. Ich will von Mücke noch wissen, wie sie das Koks vom Verkauf strecken. Er meint, das könne er uns auch einfach zeigen. Sitze Mercedes-Benz und bin umgeben von Frauen à la Bella Hadid. 2 Kilo Kokainer, direkt aus Costa Rica. Alles rein wie Mona Lisa, bald bin ich Großverdiener. Wie streckt ihr Koks? Wir haben hier einmal Koffeintabletten, dann habe ich hier einmal noch Amphetamine. Da ist eine ähnliche Wirkung halt. Du darfst halt nur nicht zu viel reinpacken, weil Leute, die sich auskennen, die wissen direkt, dass das Speed ist. Was war das hier? Genau, das hier ist Edelweiß. Das wird auch ganz oft benutzt. Edelweiß, das ist übrigens eine Art Abführmittel für Babys, auf der Basis von Milchzucker. Mücke zeigt mir einmal seine Zutaten im Vergleich. Also das ist das reine Koks, das ist Edelweiß, Koffeintabletten und das ist Speed, Amphetamine. Und es gibt noch Tierentwurmungsmittel, aber das häufigste ist tatsächlich Edelweiß. Ich will von ihm wissen, wie viel sie eigentlich vorm Verkauf strecken. Er meint, 40%ige Reinheit sei noch gut, nur noch 20% aber auch üblich. Kaufen Sie bei neuen Händlern, testen Sie die Ware vorher übrigens an Junkies in Bahnhofsnähe, um die Qualität einzuschätzen. Finde ich krass. Wenn du jetzt sagen würdest, du zahlst 30.000 Euro für so ein Kilo Koks, kannst du das verdoppeln? Oder verdreifachen. Wenn ihr 100.000 investiert? Dann kommen so 300.000 schon eigentlich raus. Aus dem Kokain, das Sie verkaufen, kochen Sie auch Crack. Das ist billiger, macht schnell abhängig und verkauft sich vor allem in Bahnhofsnähe extrem gut. Krass, ey, wenn er da als letztes Glied in der Kette so heftig am Strecken ist, und das machen aber ja vor ihm noch zig Leute, die auch mitverdienen wollen, ey, dann kann man sich vorstellen, was da eigentlich für ein Rotz übrig bleibt, den sich die Leute am Ende in die Nase ziehen. Und damit sollte dieser Film eigentlich zu Ende sein. Eigentlich. Krass, ich habe einen Hinweis bekommen von einem Kontakt von der Polizei, wohl ein Großeinsatz, SEK, Polizei, 20 Minuten von hier. Ein Informant bei der Polizei berichtet mir von einem Großeinsatz in die Nacht hinein. Im Südosten von Hamburg hätten Kollegen einen ganzen LKW sichergestellt. Doch ich komme zu spät. Es gab wohl einen extrem großen Fund Rauschgift, Kokain. Der LKW wird jetzt gerade untersucht an einem geheimen Ort. Ich sehe einen Arbeiter das Gelände verlassen und frage ihn, ob er das Ganze mitbekommen hat. Ich sitze da oben im Büro, hörte Gebrüll und guckte raus und kam mir vor wie ein Krieg. Da waren auf einmal dann die SEK-Beamten, zogen dann gleich den LKW-Fahrer aus seiner Kabine raus und legten ihn auf den Boden. Hier sind sie reingerannt und hier haben sie dann einen großen gepanzerten Wagen vorgestellt, damit keiner rein und rauskommt. Also war schon ganz schön Auflass. Etwas später bekomme ich einen Anruf von der Polizei. Bei dem Einsatz sei es um einen Container aus Ecuador gegangen. 12 Personen wurden festgenommen. Ich werde zu einer Pressekonferenz eingeladen. Dort angekommen erwarte ich ein paar lange Monologe, vielleicht ein paar Infos, aber nicht das. 2,1 Tonnen Kokain. Oh, krasser Scheiße. Über 100 Millionen Euro liegen hier gerade rum. Der Leiter vom Hauptzollamt Hamburg erklärt mir, was passiert ist. Dieses Kokain befand sich in einem Kühlcontainer, in dem Bananen geladen waren. Und dieses Kokain lag sozusagen zwischen den Bananen in den Kartons. Bananen aus Kolumbien verschifft über Ecuador. Exakt in solchen Containern hatte ich mit dem Zoll gesucht. Während meiner gesamten Recherche hatten sie diesen Container auf dem Radar.
Angekommen in Hamburg sollte er zur Containerprüfanlage geschickt werden. Der Lkw-Fahrer raste stattdessen zu einer Lagerhalle, wo eine Gruppe Krimineller das Kokain vor dem Scan schnell gegen Bananen austauschen wollte. Dabei stürmte das SEK. Und was passiert jetzt mit dem Kokain? Ja, letztendlich wird es im Anschluss an das Ermittlungsverfahren vernichtet. Normalerweise durch Verbrennen. Mehr als 10.000 Kilometer reist Kokain von den Plantagen Südamerikas bis nach Hamburg. Kostet erst 1.000 € das Kilo, hier bei uns dann bis zu 50.000 und landet dann in der Müllverbrennung. Zumindest in Fällen wie diesem. Mir hat diese Recherche klargemacht, was für ein gigantisches Geschäft an diesem weißen Pulver hängt. Wie viele Menschen daran mitverdienen wollen, aber auch wie viele Menschenleben dadurch zerstört werden. Alles für ein bisschen Fun und eine vermeintlich gute Zeit. Was denkt ihr? Können die Behörden den Kampf gegen die Kartelle gewinnen oder was müsste eurer Meinung nach anders laufen, damit das klappt? Schreibt es doch sehr, sehr gerne mal in die Kommentare. Und wenn ihr Lust habt auf unsere neueste Reportage, die gibt es jetzt schon in der ARD-Mediathek. Dafür einfach auf den Link klicken.